So, und damit herzlich willkommen bei Maximal Minimal. Mein Name ist Max und heute gibt es wieder einen neuen Statusbericht. Denn heute wird es grün, denn wir pflanzen über 180 von diesen Bäumen hier in einem Wert von fast 700 Euro. Also ich muss sagen, das wird heute richtig groß am Neubauteil. Aber dabei bleibt es nicht nur bei den Bäumen, sondern wir werden auch das ganze Thema Vegetation am Neubauteil machen. Deswegen, da haben wir einiges vor und ich zeige auch so, was noch links und rechts der Gleise so ein bisschen noch passiert ist. Und ich würde sagen, wir springen direkt rein und ich wünsche ganz viel Spaß dabei. Ja, und hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben, haben ja das Thema Begrasung gemacht und jetzt geht es darum, auf jeden Fall die Bäume vorzubereiten. Weil ihr seht auch schon da oben stehen 2 Beispiele. Und wie ich das gemacht habe, das würde ich euch jetzt zeigen, weil wir haben nämlich hier direkt unter uns eine Kiste voller Bäume, die habe ich euch ja auch mal das letzte Mal kurz gezeigt. Und da sind vor allen Dingen Bäume drin, die wir auch in der Oberpfalz hier haben. Wie zum Beispiel hier schöne Fichten, aber auch verschiedene Laubbäume und auch natürlich Kiefern. Und die müssen wir vorbereiten, dass wir die dementsprechend auch auf die Anlage drauf machen können. Und ich würde sagen, das zeige ich euch jetzt. So, jetzt sind wir hier an unserem wunderschönen Schreibtisch. Und ihr seht, es ist schon alles sehr, sehr grün. Ich war schon fleißig am Bäume vorbereiten, weil wir müssen die Bäume ein bisschen anpassen für den Neubauteil, für unser Waldgebiet, weil wir haben jetzt auch Hänge natürlich dann. Also es ist sehr bergig, deswegen die Landschaft ist nicht eben. Und wenn ich jetzt mir mal so ein Exemplar, habe ich mir mal rausgesucht, nämlich eine schöne Fichte. Und da ist nämlich auch so ein Wurzelballen mit dran. Perfekt eben für ebene Flächen, für Hänge nicht ganz so prickelnd. Und jetzt bei dem Exemplar kann man einfach sogar den Wurzelballen wegmachen. Dann hat man hier sogar so schon einen Dorn, den könnte man schon hernehmen. Der ist mir aber ein bisschen zu niedrig. Also der ist nicht ganz so lang. Deswegen, wir ersetzen den in eine andere Variante, eine schmälere Variante. Und das zeige ich euch, wie das nämlich geht. Es gibt andere Bäume, da ist dieser Wurzelballen wie schon fest verklebt oder gar auch als ein Kunststoffspritzteil oder Spritzgussteil mit dem ganzen Baum, sagen wir mal, verschmolzen oder als ein Teil eben. Und da nehme ich dann einfach eine relativ grobe Schere und schneide es einfach wirklich relativ hart ab. Und hier den anderen Dorn schneide ich mir jetzt einfach hier ab. Den brauchen wir nicht. Und dann habe ich hier bei einem Akkubohrer hier eine ganz kleinen Bohrer eingesetzt und jetzt zentriere ich das so einigermaßen in die Mitte an hier und wir bohren dann einfach mittig da ein schönes Loch rein. Es verfängt sich nur, weil natürlich ein sehr kleiner Bohrer ist, dann immer der Kunststoff dann so ein bisschen drin, deswegen muss man hin und wieder auch sauber machen, dann noch mal ansetzen. Aber wir haben ja Zeit. So, das sollte reichen. Und dann habe ich hier noch gefunden bei mir, ich habe so Drahtnägel. Man kann auch einen Draht nehmen oder andere Sachen. Wie gesagt, wenn ihr eine ebene Landschaft habt, dann könnt ihr euch überlegen, ob euch die Wurzelballen stören oder nicht. Von dem her, ich habe es jetzt bisher immer bei ebenen Landschaften einfach gelassen, weil es einfach ist. Jetzt, wie gesagt, jetzt einfach funktional nicht möglich mit dem Wurzelballen. Und jetzt habe ich hier so einen Nagel mir hergenommen und den benetze ich jetzt noch mit Sekundenkleber, damit es einfach gut hält. Ist eigentlich nicht unbedingt immer nötig, was ich so ein bisschen festgestellt habe, weil der sitzt dann schon sehr, sehr fest drin, weil ich habe extra quasi einen Bohrer genommen, der kleiner ist als der Nagel. Deswegen muss man den auch so ein bisschen dann reinpressen. Ihr habt es vielleicht gehört, dann ist einmal so klack kurz gemacht dann. Und dann sitzt der eigentlich super gut fest drin. Ich habe es jetzt einfach nochmal zur Sicherheit eben mit Sekundenkleber nochmal benetzt. Und dann dremel ich den Nagelkopf einfach nochmal eben ab. Und fertig ist unser Baum. Ups. Mit einem noch hängenden Nagel. So. Mit einem erweiterten Dorn quasi. Dünner auch, den man besser reinstecken kann. Und so passt es wirklich an alle Hänge. Ja, und zurück an der Anlage haben wir hier wieder unsere wunderbare Fichte modifiziert.
Und ich glaube, die passt doch hier sehr, sehr gut hin. Und dann würde ich hier einfach ein Loch bohren. Einmal zack. Und dann stecken wir die Fichte rein und schon ist das Ganze gemacht. Jetzt kann man es natürlich noch festkleben. Ich muss ehrlich sagen, da bin ich noch am Überlegen. Ich habe jetzt erstmal den Wald zur Probe gesteckt. Wir sind noch nicht fertig. Vielleicht lasse ich es auch so, weil umso besser kommt man nachher auch ran, wenn irgendwas ist. Schauen wir mal. So, der Wald wächst langsam. Und um dem Ganzen noch ein bisschen Leben einzuhauchen, habe ich hier zum Beispiel hier noch so ein Set gekauft, wo einfach ein Jäger an einem abgesägten Baumstumpf von einer Wildschweinmama mit ihren Kindern flüchtet, weil die natürlich ihre Kleinen verteidigt. Und ich würde sagen, modifiziert ist es schon. Auch wieder der Wurzelballen abgemacht, wieder mit einem Nagel ran gemacht. Und ich würde sagen, den machen wir jetzt noch eben hin. Und der passt doch hier wunderbar hin. So, und jetzt geht es darum, das Ganze noch ein bisschen aufzuhübschen. Und das kann man am besten mit so Wildgras-Foliage, die ich jetzt hier noch habe. Also einmal in hellgrün, das einmal in dunkelgrün. Und so wie eben das Gras ist, ich habe es hier mal schon ein bisschen angefangen. Hier habe ich dunkelgrün, die Foliage schon mal hingemacht dann. Und hier oben so hellgrün, dass sich das so ein bisschen nochmal wilder anfühlt. Weil ihr wisst ja auch, ich habe ja nur mit der Grasdose gearbeitet, deswegen mit einem wirklich so einem Grasmaster kann man das vielleicht so auch umgehen. Ich finde es aber gar nicht mal so schlecht, so Akzente zu setzen. Können wir im Neubauteil, können wir echt überlegen, den Grasmaster sich zu holen. Aber deswegen, das passt echt ganz gut und ist sehr, sehr einfach. Kennt ihr aber auch aus meinen anderen Videos, muss ich dazu sagen. Deswegen, wenn ich jetzt hier von dem Material, das ist so umschlungen, deswegen ich kann einfach was abreißen. Das soll man auch abreißen. Und dann friemelt man sich das einfach so ein bisschen auseinander und kann das zum Beispiel jetzt hier, ups, zieh mal ein bisschen länger, noch ein bisschen zu knubbelig hier, so ein bisschen auseinander. Und dann hebt es schon auf den Grasfasern, beziehungsweise jetzt kommen ja nachher noch so ein bisschen Bodendecker, beziehungsweise auch dann Büsche hin und die kann ich dann draufkleben. Auch dann, ich habe so kleine Grasbüschelchen auch noch dann, die kann man auch noch mit reinmachen und dann sieht es doch wunderbar aus. Das machen wir so ein bisschen. So, und jetzt würde ich noch ein paar Büsche hinpflanzen. Und zwar hier passt doch, glaube ich, ganz gut einer hin. Und dann nehme ich einfach mal ganz normalen Uhu, Flüssigkleber. So, und es gibt dann noch von Busch zum Beispiel hier ein Totholz-Set, die Nummer 1852. Und damit können wir doch unseren Wald auch noch verschönern. Wobei verschönern mit Totholz, ich würde sagen, realistischer gestalten. Und dann würde ich sagen, kleben wir einfach hier mal so einen umgeknickten Baum hier hin. Hä? So, passt. So, und damit das Ganze noch weiter verwachsen aussieht, haben wir hier jede Menge so Grasbüschelchen. Also Grasbüschelchen wie auch so Feldpflanzenart in ganz verschiedenen
Farben und Varianten. Also von dem da kann man sich jetzt richtig austoben. Und auch noch so einfach gehaltene Blumen, die auch unten so einen Klebekopf quasi haben. Und ich würde sagen, das kleben wir das alles mit Heißkleber fest. So, und jetzt probiere ich hinten an der Mauer, die ist nämlich mit mir noch ein bisschen zu kahl. Hier die Foliage gibt es ja extra noch eben für so Efeu-Bewuchs. Und die würde ich mal kurz aufmachen. Und so sieht das Ganze dann aus. Ich bin selbst gespannt. Und das kann man sich dann dementsprechend so abzupfen. Und genau das will ich jetzt mal probieren. Wenn ich da jetzt einfach so ein Stück dann hernehme. Und die Idee ist nämlich dann, ist natürlich noch ein bisschen zu rechteckig, aber da hinten das dann hinzukleben, oder? Und dazu nehme ich jetzt einfach wieder so Graskleber und streiche das hier hinten damit ein. Jetzt mal ein bisschen rangezoomt. Ich bin gespannt. Das sieht natürlich jetzt noch ein bisschen schlimm aus, weil natürlich der Graskleber noch weiß ist. Deswegen müssen wir warten, bis der transparent abgetrocknet ist. Aber so, erstmal so am Rand vom Tunnel. Ich bin gespannt. So, und zum Schluss noch der letzte Punkt ist, es gibt jede Menge so Strukturflock zu kaufen in allen erdenklichen Farben und Größen. Kennt ihr auch schon bereits aus den anderen Videos, wie ich das mache. Und damit mache ich dann auch viel so Efeu etc. Deswegen ich bin gespannt, wie das mit der Foliage aussieht. Das ist mal eine neue Technik, die ich jetzt so nicht kenne. Also für so Efeu-Gewächs, sonst natürlich für so Hecken etc. Büschchen kenne ich das schon. Aber jetzt mit dieser Flocage, das ist einfach auch nochmal was anderes für so Bodendecker. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch noch einfach ein bisschen. Und dann bin ich gespannt, wie es aussieht, wenn alles trocken ist. Und jetzt bringen wir noch ein paar Figuren an.
Ja, da war wirklich einiges los, viel geschafft und wenn ich so ein bisschen rumgucke, muss ich ehrlich sagen, mir gefällt es sehr gut. Also wirklich ist toll geworden und auch wirklich eine Verbesserung zum Altbauteil, muss man dazu sagen. Und ich habe auch mal in die Chronologie so ein bisschen reingeschaut, wann ich die ganzen Videos gedreht habe. Das Thema hat uns jetzt doch über 7 Wochen begleitet, muss man sagen. Also ihr kriegt es ja immer sehr kompakt im Statusbericht. Aber über 7 Wochen seit dem ersten Auspacken der Baumschachtel, sage ich jetzt mal so, und dem ersten Stecken eines Baums. Also von dem her, wenn ich noch weiter zurückgehe, dann die erste Bestellung wurde sogar Ende Februar getätigt. Also da war echt Musik drin. Aber ich würde sagen, es hat sich gelohnt, weil wir haben sogar am Neubauteil jetzt eigentlich, kann man sagen, über 1/3 des gesamten Anlagenteils, also eben vom Neubauteil, fertiggestellt. Und das finde ich echt krass, wenn man so ein bisschen schaut. Also es geht wirklich gut vorwärts und das ist auch wirklich das Wichtige dabei. Was kommt noch als nächstes? Wir haben noch ein paar Bestellungen getätigt, weil hinten, gerade da, wo das Dorf hinkommt, da ist noch ein bisschen leer das Ganze. Wir haben noch ein paar Büschelchen nachbestellt, Grasbüschelchen und auch so ein bisschen Flocage etc. alles. Deswegen, da müssen wir noch ein bisschen nachbessern. Das kommt aber Schritt für Schritt. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal weiter auch mit dem K-System. Deswegen, da werde ich mich noch ein bisschen weiter reinfuchsen und ein bisschen was vorbereiten. Und beim nächsten Statusbericht gibt es da mehr davon. Und ich würde sagen, wünsche euch erstmal einen wunderschönen Moba-Sonntag. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Gell? Tschüss!